Wenn ihr wissen wollt, wie man so ein wunderbares, schönes Reisgericht, ein bekanntes serbisches Reisfleisch für einen kleinen Geldbeutel macht, dann bleibt's jetzt dran. Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid auf unserem Kanal Herbes Kitchen hier am wunderschönen Minigolfplatz in Kachel am See. Und zwar heute will ich euch etwas Besonderes zeigen. Und zwar mein absolutes Lieblingsreisgericht. Das macht schon fast ein bisschen süchtig. Und zwar ein Balkan-Reisgericht. Und zwar wir machen ein serbisches Reisfleisch. Die Sibylle, die was uns das letzte Mal aus Oberhaching besucht hat, hat mich darauf aufmerksam gemacht und mich gebeten, ich soll einmal eins machen. Und das passt wieder perfekt. So, wir brauchen da gar nicht einmal so viel. Ich habe da eine schöne Schweinelende. Ihr könnt aber auch ein Schulterstück nehmen. Ihr könnt auch aus dem Schlögel, was man schmoren kann, nehmen. Und zwar, ich nehme da für diesen Strang her. Der eignet sich wieder perfekt für ein Gericht, was eher auch für Resteverwertung ist und was für einen kleinen Geldbeutel ist. So, zusätzlich brauchen wir Paprika grün, rot und gelb. Zwiebel, ein bisschen gleiche Struktur gehalten wie das andere Gemüse. Wir da mal ein bisschen eine Zucchini und eine Aubergine dazu. Wir bleiben ein bisschen im Balkan-mediterranen Bereich. Ihr könnt auch Erbsen oder sonst irgendein Gemüse dazu tun. Wir brauchen ein paar passierte Tomaten, ganz einfach Dosentomaten, die San Marzano, einfach mit dem Stabmixer ein bisschen berührt. Wir gehen ja ein bisschen ins Balkan rein und dann brauchen wir natürlich einen Oregano. Ich habe einen Thymian gehackt, ein bisschen Paprikapulver, ein Knoblauch, was ganz, ganz wichtig ist in der serbischen Küche, ein Chilisalz, um ein bisschen Würze zu kriegen. Oben da mal noch ein bisschen einen schönen Frühlingszwiebel dazu. Den Reis koche ich extra. Ich mache das ein bisschen anders als wie die meisten. Und zwar, ich will nämlich nicht dieses Matschige drunter drin haben. Ich will dann die Soße passieren. Da machen wir eine schöne Soße daraus. Und wir mischen nachher das Fleisch mit dem Gemüse, mit dem Reis. Da können wir schön einen Gupfen machen und eine wunderschöne Soße drunter. So, zusätzlich nehme ich heute einmal ein Olivenöl her. Und zwar der David war das letzte Mal da aus Oberösterreich, hat mir ein super Olivenöl aus Griechenland mitgebracht. Das hat er mir als Präsent mitgebracht. Er hat uns da besucht. Er wollte uns einmal kennenlernen, so wie Sibylle auch, hat uns einmal kennengelernt. Und es ist wirklich ein fantastisches Olivenöl. Es ist direkt vom Bauer, der was das persönlich macht. Den hat er extra aus Griechenland mitgebracht. So, dann fangen wir schon einmal an. Wir putzen unsere Karree zusammen. Das Karree habe ich natürlich wieder von unserem Metzger, von Peter in Benedikt Bayern bekommen, unseren Peter Ressel, und der hat immer so super Fleisch. Und zwar, wir brauchen ja den Strang. Das heißt, wir lösen da wunderbar schön den Strang her. Und für mich ist so eine Reisgerichte und so weiter immer optimal auch für die Resteverwertung. Weil es ist ja eigentlich schade, wenn man jetzt irgendein teures Fleisch kauft, wenn man eigentlich, wenn man was zuputzt, so wunderbare schöne Sachen hat. Mit denen könnt ihr auch Schweinegulasch machen. Oder ihr könnt damit auch Hackfleisch machen. Es ist echt wirklich ein schönes Fleisch. Das eignet sich ganz gut. Und das tue ich nachher später fertig zuputzen. Wichtig ist jetzt einmal, dass wir da die Pfanne einschalten, dass wir da ein bisschen Temperatur reinkriegen. Und zusätzlich habe ich da wieder eine Geflügelbrühe, eine Hühnerbrühe angesetzt. Wieder genauso wie ich euch einmal schon gezeigt habe. Ich habe immer so viel Backhändel da auf der Karte und natürlich habe ich immer die Hühnerkarkasse. Mit dem mache ich immer gerne eine Hühnersuppe. Einfach wunderbar hergehen. Schönes Brunoise, ein Mürbois, ein Gemüsemürbois, dann ein Bouquet Garni, Wacholderbeeren, Lorbeerblätter und so weiter. Und das schön ansetzen und 2-3 Stunden mitköcheln lassen. So, da schauen wir, dass wir so gleich große Fleischstücke haben, so wie das Gemüse. Und dann schneiden wir einfach nur würfelig. Und das eignet sich wirklich fantastisch zum Resteverwerten. Also wie gesagt, ihr könnt es auch hergehen und wenn ihr zum Beispiel religiösen Sinn habt und das Schweinefleisch nicht wollt, dann nehmt einfach vielleicht ein Lammfleisch her oder ein Geflügelfleisch. Das eignet sich auch gut für Reisfleisch. Aber ich habe da einfach das Karree da oder die Lende oder Lachs, kann man auch dazu sagen, den Schweinelachs. Und damit wir da wirklich sehen, dass wir da immer alles verwerten und auch super Sachen draus zaubern kann, nehmen wir heute das her. Schaut, was das für ein schönes, durchzogenes Fleisch ist. Also
tut den Strang auch von Rind, wo ich das letzte Mal das Matrosenfleisch, die selbstgemachte Pasta mit dem Rinderragout gemacht habe, habe ich ja von der Rinderlende den Strang hergenommen. Also unbedingt verwerten. So, da können wir schon den Reis einkochen. Ganz normal, also nicht dünsten, einfach nur kochen. Eine Schale reicht vollkommen. Und ganz leicht nur diesmal würzen, weil wir ja da auch würzen tun und wir mischen das ja nachher. Also es ist eigentlich nur, damit der Reis ins Innere ein bisschen mit aufnimmt. Und ganz normal in viel Wasser weich kochen. So, da können wir auch schon anfangen. Schauen wir, wie die Temperatur ist. Da brauchen wir noch ein bisschen. Dabei kann ich da noch ein bisschen zuputzen, weil es brauche ich ja nachher fürs à la carte Geschäft, bis der Topf schön warm ist. Und zwar beim Zuputzen diese Silberhäutchen und das Fett und so weiter bitte nicht wegwerfen. Gell? Mit denen kann man schon wieder eine super braune Grundsoße machen. Wenn ihr einmal nicht so viel habt, dann einfach zusammenhalten, einfrieren und wenn ihr genug habt, einfach eine braune Grundsoße draus machen. Schaut, geht ganz einfach und schön ist er zugeputzt und mit dem machen wir einen schönen Schü. Gell? Da hinten kann man ja auch noch, das ist ein bisschen durchzogen, das können wir ja auch noch mit ins Reisfleisch mit rein tun. So, das tun wir noch mit rein. Okay, und da können wir auch zu putzen. Und seht hier, wenn der Schweinelende geht, dann fängt da oben da an, Richtung Hals. Da fängt dann das Hals gerade an. Und diese eignen sich irrsinnig gut, wenn man da schöne Schweinesteaks draus machen, weil sie ein bisschen durchzogen sind. Und da kannst du wirklich kurz braten, ein Grillfleisch machen, ein bisschen Kräuterbutter drauf. Also fantastisch. Man kann das immer als mehr Sachen verwenden. Ich nehme es gern her für mein berühmtes Holzfällerpfandl. Das ist ein Schweinesteak, was ich ganz normal am Grill brate und dann gebe ich schöne Bratkartoffeln dazu und eine Speckbohnen und ein Stück Bärlauch. Jetzt kommt die Bärlauchzeit. Ein Stück Bärlauchbutter drauf. Das schmeckt so fantastisch. Also wie gesagt, diese Sachen nicht wegtun. Die sind kostbar. Das ist alles, weil ich habe das ja auch gezahlt. Weil es ist ja beim Kilopreis ist es sowas ja mit dabei und das kann man super wieder verwerten. Das tun wir gleich auf die Seiten und das brauchen wir ja nachher wieder fürs à la carte Geschäft. Gell? So, da können wir ein bisschen zurückschalten den Reis. Der braucht nur leicht, weil Reis braucht nicht so lang. Braucht nur ein paar Minuten. Und ich bin ja wirklich einer, der was hergeht und wirklich das Reis extra macht. Meine Mutter und meine Oma haben das ein bisschen anders gemacht. Sie haben den Reis einfach dann, wenn die Soße angesetzt war, haben sie einfach den Reis mit runter reingemischt. Schalten wir ein bisschen die Lüftung ein. Und das haben wir jetzt einmal scharf anbraten. Und ihr seht, es ist wirklich wieder Watschen einfach ein wunderschönes Gericht. Fast wieder in Vergessenheit geraten, weil einfach sehr viele asiatische Reisgerichte wie Nasi Goreng oder auch Biryani oder ein rotes oder grünes Thai Curry mit Reis jetzt ein bisschen moderner geworden sind und bei uns Einzug gehalten haben. Aber probiert einmal dieses wunderbare, schöne Reisgericht. Ich sag's, wenn ihr das einmal gemacht habt, werdet ihr das immer wieder machen. Es macht ein bisschen süchtig. Und dieser Ansatz unten ist sehr super, weil der gibt uns ja einen Geschmack. So, das reicht schon von Anbraten her. Und das tun wir mal auf die Seite raus. Das geben wir nachher wieder, wenn wir einen Soßenansatz haben, wieder mit rein. So, da tun wir wieder ein bisschen Olivenöl mit. Eignet sich super, Olivenöl. Also da nehme ich einmal kein Butterschmalz her, sondern ein Olivenöl eignet sich da wirklich sehr gut. Dann fangen wir an. Wir brauchen da den Zwiebel, Paprika, Zucchini, Auberginen,
Also ich bleibe wirklich ein bisschen im südlichen Balkanbereich mit meinem Gemüse. Aber ihr könnt jedes Gemüse nehmen. Das serbische Reisfleisch oder was wir in der Alpenküche generell ein Reisfleisch nennen, lebt auch von Gemüse der Saison. Das heißt, wenn gerade das und das Gemüse Saison ist, ihr kennt es genauso mit Kohlrabi, mit allen möglichen arbeiten, auch mit grünen Erbsen, auch mit grünen Bohnen könnt ihr arbeiten. Schaut, einfach nur ein bisschen mitgehen lassen. Dann können wir schon hergehen und einfach ein bisschen Paprikapulver mit rein. Und ganz, ganz leicht mitziehen lassen. Bei Paprikapulver immer aufpassen, es wird euch schnell bitter. Dann können wir schon mit unseren Tomaten, basierten Tomaten, das Ganze abgehen. Dann können wir auch schon unseren Knoblauch mit rein tun. Weil Knoblauch passt in die Balkanküche ganz gut her. So, das war schon jetzt von Ansatz. Und dann einfach, wenn ihr kein Geflügel oder Hühnerbrühe habt, nehmt einfach Wasser her. Aber durch das, dass ich immer Geflügelbrühe mache und jetzt um die Jahreszeit, wir lieben es, die Theresa und ich, wir lieben es einfach nur, ein Gemüse oder eine Hühnerbrühe einfach nur so zu schlürfen. Das ist so schön. So, schauen wir mal da, wie viel haben wir Flüssigkeit. Wir können immer noch ein bisschen nachgeben. Das lassen wir jetzt ganz kurz einmal aufkommen. Nebenbei schauen wir wieder auf unseren Reis. Ist da nichts passiert. Also wie gesagt, den Reis ganz normal kochen. Aber ihr könnt ihn so wie meine Mutter machen, einfach faustvoll Reis mit rein und das mit dem Fleisch und mit dem Gemüse fertig schmoren lassen. Aber ich will ja die Soße auch haben. So, da können wir schon hergehen. Einen frisch gehackten Thymian. Oregano habe ich leider keinen frischen gehabt. Jetzt nehme ich da ein bisschen einen getrockneten. Oregano passt in dieses Reisgericht sehr, sehr gut rein. Wenn ihr kein Oregano zur Hand habt, könnt ihr sogar ein bisschen einen Majoran oder einen wilden Majoran hernehmen. Und dann tun wir schon mit ein bisschen Chili-Salz, das mache ich immer selber. Einfach grobes Meersalz, Chili hacken, am besten ist in einem kleinen Kutter drinnen und das vermischen und dann trocknen lassen. Also wirklich super. Und da fangen wir am Anfang mit ein bisschen weniger an. So, das lassen wir ganz kurz aufkochen, weil dieses Gericht braucht wirklich nicht lang. Wenn ihr ein bisschen Fleisch habt, was zum Schmoren ist, zum Beispiel aus der Schulter und so weiter, was muss man ein bisschen länger schmoren, dann braucht es natürlich länger. Aber durch das, dass ich vom Strang habe, der Strang ist ja aus dem Karree und das Karree ist ja wirklich eine 1A-Qualität. Das heißt, auch der Strang ist eine 2A-Qualität und der braucht wirklich nicht lang. Das heißt, ganz kurz aufkochen lassen und dann passt das schon. So, das Fleisch können wir dabei auf die Seite tun. Ich hole da ein frisches Brettel her. Das Fleisch tue ich nachher vakuumieren. Und da unten habe ich so viel Brettel. Für alle möglichen Sachen habe ich ein Brettel. So, und schaut, jetzt fängt schon an zum Aufkochen. Und jetzt können wir schon unser Fleisch mit einlegen. Und das ist wirklich, wir haben gerade jetzt, wo wieder ein bisschen kälter waren, ist jetzt vor einer Woche war es wirklich 17, 18 Grad draußen gefüllt, wenn man auf der Sonne gesessen ist, 20, 22 Grad. Und jetzt ist es wieder kälter geworden. Jetzt haben wir draußen 7 Grad, die Berge sind wieder neu verschneit. Und dann eignet sich dieses Gericht natürlich fantastisch. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das nachguckt, ein Suchtfaktor. Einfach ein Suchtfaktor. So, da können wir auch einen Löffel rauf tun, einen Deckel rauf tun. Den habe ich geklaut von unserem Bäckermeister, von Bierpichler. Sind super. Wisst ihr, warum ich das so gern habe? Weil ich hab wirklich eine sehr, sehr kleine Küche da. Wir sind wirklich Minimundus von Küche her. Und wenn ich zum Beispiel 2, 3 Sachen auf dem Herd habe, dann kann ich immer etwas zwischenbacken. Und ich kann leichter hin und her jonglieren. Obwohl ich oft den Grill auch hernehme, eine Seite, wo ich noch Soßen und so weiter habe. Aber es
sind so super, diese Bleche. Und man kann sie auch zum Backen hernehmen. So. Wir werden jetzt das ein bisschen, so, wir werden das jetzt noch ein bisschen köcheln lassen. Es braucht nicht länger wie 20 Minuten. Und danach machen wir weiter. So, das hat jetzt alles ca. 25 Minuten eingeköchelt. Das Fleisch ist wunderbar schön zart. Abschmecken tun wir es noch gleich. Der Reis ist auch fertig. Den habe ich wirklich auf ganz kleiner Temperatur dahin köcheln lassen. Den können wir jetzt abgießen. So. Und den geben wir wieder mit da rein. Und zwar auch hier möchte ich nur mal die Soße haben. Das heißt, wir passieren da die Soße und lassen aber das Fleisch und das Gemüse alles da drin. Und dieses Fleisch und Gemüse geben wir jetzt da rein und mischen es extern. Ich weiß, ich mache es ein bisschen anders, aber es hat seinen Grund. Ich möchte die Soße ein bisschen extra haben und ich möchte das in einen Reisring haben. Ich möchte das nicht so schlotzig haben. So. Und das können wir jetzt einmal durchmischen. Das lassen wir ganz kurz aufgehen und schauen wir, ob wir da vielleicht noch ein bisschen Brühe oder irgendetwas brauchen, wenn es zu intensiv geworden ist. Und schaut, das lassen wir jetzt nur mal wirklich vermengen. Und das lassen wir ein bisschen mit anziehen. Der Reis war ganz leicht gewürzt. Das war ganz leicht gewürzt. Das heißt, von der Würze her wird das ziemlich passen. Aber das probieren wir noch einmal nach. Schaut. Genau. Und das lassen wir einmal ganz kurz aufschießen. Da brauche ich jetzt ein Löffel und probiere das einmal. Ich glaube, den Löffel da mal weg, mit dem haben wir probiert. Ich glaube, wir müssen da hergehen und noch ganz, ganz leicht ein bisschen Hühnerbrühe rauf tun. Es ist mir ein bisschen zu intensiv geworden vom Geschmack her. Dann haben wir noch ein bisschen eine schöne Brühe mit drauf. So. Dann ist das perfekt. Dann ist das wirklich perfekt. Und das tun wir jetzt noch ein bisschen mit Mehlbutter ein bisschen einbinden. Aber nur ein bisschen, sodass es ein bisschen sämig wird. Ihr könnt auch an Joghurt mit runter reinmischen, das kommt auch ganz gut. Oder ein bisschen an griechischen oder türkischen Sauerrahm, das kommt auch wirklich saugut. So, das reicht schon. Das lassen wir jetzt ganz kurz ein bisschen aufschießen. Wir wollen da nur eine leichte Bindung rein haben. Schauen wir uns die Bindung an. Super, perfekt, das können wir schon ausschalten. Das ist wirklich der ganze Zauber von einem wunderbaren, oder die ganze Hexerei von einem wunderbaren serbischen Reisfleisch. Halt, da können wir noch ein bisschen die Mehlbutter noch ein bisschen aufrühren. Ganz, ganz leicht ein bisschen aufrühren. So. Und das war's. Teller habe ich nebenbei schon wieder angewärmt. Und super ist das. Das werden wir jetzt noch mal ganz kurz nachschmecken. Da brauchen wir 2 Löffel. Einmal für das. Jetzt ist perfekt. Von allen. Und da brauchen wir auch noch mal Fleisch auch noch ein bisschen probieren. Butter. Entschuldige. Butterzart. Da brauchen wir gar kein Salz mehr, gar nichts mehr. Das Einzige, was wir da her werden, ist ganz, ganz leicht. Ich will von der sämigen Soße rein tun. Also Suchtfaktor. Das ist wirklich mein absolutes Lieblingsreisgericht. Und das serbische Reisfleisch ist ja von Region zu Region verschieden.
von Fleischsorten verschieden. Wie schon gesagt, wenn es religiöser reingeht, dann nehmen viele ein Lammfleisch her oder ein Geflügelfleisch. Bei den Orthodoxen und bei uns Christen ist Schweinefleisch ja erlaubt. Deswegen arbeiten wir mit einem Schweinefleisch. Und jetzt richten wir es an. Da habe ich einen schönen vorgewärmten Teller. Und ihr werdet sehen, wie wunderschön das ist. Ich nehme da einen Reisring her. Nehme einen frischen Löffel. Oder einen kleinen Schöpfer. Ah, der ist schön. Haben wir ja ein liebes kleines Schöpferle da. Ein Soßenschöpfer. So. Schatz. Und das ist wirklich was Wunderbares. Etwas wirklich für einen kleinen Geldbeutel. Weil wir müssen ja heute auch schauen, dass wir auch nicht immer die teuren Sachen verarbeiten. Weil die teuren Sachen sind ab und zu ganz schön. Aber es ist auch wunderbar, einmal so ein schönes Reisfleisch zu haben, Schatz. Und das da wir jetzt einfach nur hochheben und wir haben wirklich einen schönen Gupf. Und dort haben wir jetzt noch die Soße rundherum. Weil was gibt es denn Besseres als wie diese feine Soße? Schaut's her. Was die für einen schönen Glanz hat, dieses Olivenöl gibt so einen guten Geschmack drin. Danke David, dass du uns so ein schönes Olivenöl gegeben hast. Und deswegen habe ich die Soße extra gemacht. Jetzt kann man das wunderbar schön vermischen. Wir tun da noch ein bisschen Gupf auf und da haben wir zuerst ein bisschen Parmesansplitter. Ganz einfach ein Reggiano Parmigiano kaufen und dann mit dem Sparschäler einfach runter und habt so schöne Splitter. Schatz. Gut, ich hätte das ein bisschen fester anrichten können, aber es macht ja nichts. Es macht ja nichts, Schatz. Ja. Und schon haben wir ein wunderbares, schönes serbisches Reisfleisch gemacht. Für einen kleinen Geldbeutel, auch sogar ein bisschen Resteverwertung. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert vielleicht unseren Kanal, damit wir ein bisschen wachsen können. Und es war mir eine Ehre, wieder euch ein schnelles Reisgericht, was fast in Vergessenheit geraten ist, zu zeigen. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.